Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Knight Chronicles. So, meine Lieben, ich war einkaufen. Wir haben eine neue Rüstung. Schaut her, mit Blau und so und schick. Und jetzt können wir auch die Stadt verlassen und können zu dieser Höhle gehen. Und dann werde ich an der Höhle auf jeden Fall abspeichern, denn das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe halt erstmal ganz neuen Klamotten gekauft. So, Balandor-Ebene, da müssen wir hin. Gut, machen wir das. Und dann müssen wir da in so eine Höhle, da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, das wird mir auf der Karte angezeigt, wo das ist. Weil ich habe mich ja gar nicht hier so genau umgeschaut in dieser Ebene. Mensch, es ist so lange her. Da hinten ist die Höhle. Alles klar. Es ist so lange her, dass wir das letzte Mal hier waren, oder? Das ist doch irgendwie schön, wieder hier zu sein. Ab und zu mag ich das echt, wenn man so ein bisschen Backtracking nochmal hatte, was ja eigentlich jetzt gar nicht Backtracking ist, aber ich finde das manchmal ganz schön, wenn man dann nochmal so durch alte Gebiete muss, um zu neuen Gebieten zu kommen. Und ich renne direkt mal falsch, ne? Das ist auch sehr gut. So, auf jeden Fall habe ich hier meinen Kameraden neue Sachen gekauft, neue Ausrüstung, neue Schwerter und so weiter und so fort. Hat natürlich wieder mal ziemlich lange gedauert, weil ich das Ganze wieder hin und her schieben musste, weil Leonard natürlich voll war, wie immer. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, dass ich demnächst einfach immer nackt einkaufen gehe, weil, ja, ich werde halt vorher einfach alle Gruppenmitglieder ausziehen, dann kann ich die alte Rüstung direkt schon mal wegbringen, obwohl das eigentlich auch blöd ist, ne? Dann würde ich nämlich total viel unnötiges Geld ausgeben. Also ist das auch doof, also nackt einkaufen geht auch nicht. Schön, hätten wir das auch geklärt. Naja, irgendwas muss ich mir da noch einfallen lassen, dass das einfach ein bisschen einfacher geht. Oh, sag mal, mit wem kämpfe ich eigentlich hier? Mit Caesar und Shiva? Das stimmt aber was nicht. Ja, Caesar ist natürlich am Pennen. Das müssen wir gleich mal ändern. Caesar wollte ich jetzt eigentlich nicht dabei haben. Den habe ich auch überhaupt nicht ausgerüstet, wie man sieht. Der hat seinen Eigenkampf gemacht, das muss reichen. So, Kampfeinstellungen. Wer hat mir denn hier meine Kämpfer so durcheinander gewürfelt? Also das geht ja mal gar nicht. Moment mal. Also, Caesar wird ausgetauscht gegen Eldor. Shiva wird ausgetauscht gegen Juli, denn das sind meine zwei Favoriten. Und ich würde ganz gerne an erster Stelle stehen. Kann ich das irgendwie machen? Nee. Egal. Man weiß trotzdem, dass ich der Anführer bin hier mit Leonard. Das ist schon mal gut. Ich könnte natürlich auch mit Juli hier rumrennen oder so. Na, also ich könnte auch sie benutzen zum Kämpfen. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, dass sie da von sich aus heilt und so weiter und so fort. Das ganze Gedöns halt. Hätte ja nicht gedacht, dass wir hier nochmal gegen diese Viecher kämpfen müssen. Shiva hat Heiltrank erhalten. Aha. Ist Leonard schon wieder voll, ja? Daran erkennt man das sofort, wenn die anderen das bekommen, was wir hier so finden. Dann ist Leonard meistens voll. Ich habe übrigens den anderen jetzt auch mal Heiltränke und sowas gekauft, weil ich mir nämlich gut vorstellen kann, also ich meine es zumindest, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, so eine Stelle, wie es jetzt bei Caesar gab, ich meine, so etwas hätte es nochmal gegeben. Dass einer meiner Charaktere alleine da rumrennen muss. Und bevor ich dann wieder keine Heiltränke habe bei dem im Inventar, habe ich mir gedacht, packe ich die jetzt überall rein. Sicherheitshalber hat halt jetzt jeder was bekommen, falls da mal einer alleine rumrennen muss. Warum auch immer. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt gewappnet sozusagen und yeah, Aufstieg. Und jetzt kann mir da nichts mehr passieren. Ist da noch einer? Nö. Okay, gut. Da bin ich jetzt ganz froh drüber. Das heißt, sterben kann ich auf jeden Fall bei solchen Situationen. Sollte sowas nochmal vorkommen, dann werde ich nicht nochmal sterben. Wobei ich echt nicht weiß, ob das nochmal passiert. Ah, wir werden es sehen. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Wie gesagt, diese Stelle mit Caesar, die habe ich auch vergessen gehabt. Hätte ich das gewusst, hätte ich da echt vorher noch ein paar Tränke ihm eingesteckt, weil dann habt ihr es ja gesehen, dann hatte man es ja geschafft. Aber so ganz ohne Tränke steht man ein bisschen blöd da. Denkt sich so, na toll. Na gut.
Wir sind gleich da an der tollen Höhle und dann bin ich gespannt, auf wen wir da treffen. Aber Eldor hat auch irgendwas zu verheimlichen, kann das sein? Ich meine ja nur. Es ist schon sehr merkwürdig. Wieso ist er sich so sicher, dass da niemand drin ist? Hat er vielleicht den Vater umgebracht? Weil ich glaube, er war total überrascht, dass der einen Sohn hatte, oder? Kann das sein? Aber warum sollte er das tun? Warum sollte er sowas Böses machen? Aber es muss ja eigentlich noch irgendeinen Grund geben, warum er mit seinem riesigen Schwert in die Stadt Balandor sich geschmuggelt hat als alter Opa. Da muss es ja noch einen Grund für geben und eine Erklärung, oder? Finde ich. Das können wir doch nicht einfach so stehen lassen. Und nein, ich habe das noch nicht vergessen. Sehr schön. Eldor macht alle platt. Der ist mittlerweile so stark geworden. Finde ich richtig cool. Wohl mit unserem Ritter, mit unserem White Knight sind wir natürlich noch stärker. So. Hier ist bestimmt was Großes. Hier ist so eine große Ebene. Oder auch nicht. So, Eldor. Huh? You, gonna tell us who you are? Ever since I got the Ark, things have started to look kind of different to me. It's like I see through dragon's eyes now. How do I put this? It's like the dragon sight lets me look inside people to see what makes them tick. And what of it? Well, you sort of jump out at me now. I look at you and there's something about you that just seems out of kilter, you know? No offense. I'm just a humble traveling man. You're talking nonsense, my boy. No one has the power to look into another's heart. Nonsense? Thanks a lot. All right. Let's hope Seti's in here. While we're at it, let's hope he's in one piece. Ja, wollen wir es doch mal hoffen. Ich habe gar nicht abgespeichert, als wir hier angekommen sind. Deswegen werde ich das jetzt mal machen. Das habe ich ganz vergessen. Oh Gott, das wäre aber schlecht, ne? Wenn ich dann wieder sterbe, oh nein, dann müsste ich ja das ganze Einkaufen nochmal machen. Oh Mann. Naja, gut, okay. Also Caesar kann die Menschen jetzt mit anderen Augen sehen, sozusagen. Er kann in ihr Herz sehen anscheinend und sieht, dass Eldor anscheinend etwas zu verbergen hat. Ja Mensch, wer hätte das gedacht? Gerade noch drüber gesprochen und jetzt wird es nochmal angesprochen von unseren Leuten hier. Finde ich schön. So, hier in dieser Höhle waren wir, glaube ich, noch nie, ne? Ich glaube, hier waren wir wirklich noch nie. Oder waren wir hier schon mal? Nee, hier waren wir noch nie. Gut, dann nehmen wir auf jeden Fall hier die Kiste mit. Schwere Machete. Ach nee, schwere Machete will ich nicht. Die können sie behalten. Ich habe einen E-Stock. Ein E-Stock. Over there! Damn, there's 3 of them. No! Save him! Leonard! Transform! The Black Knight. Why is he here? Oh, reinforcements, huh? Verito! Whoa! Aren't we on the same team? Take cover! Caesar, the Black Knight's our enemy. You have to help Leonard. Okay. Sheesh. This is getting complicated. Was macht der hier? Also der Black Knight. Ich verstehe es nicht. Was macht der hier? Woher weiß der denn, dass wir hier sind?
Das ist irgendwie sehr merkwürdig mit dem Black Knight. Der ist nicht mehr bei dem Bösewicht zu sehen, aber jetzt immer hier so zwischendurch bei uns. Das ist wirklich sehr merkwürdig. The knight's power. It's resonating. What does that mean? They're making each other stronger. Ihn nochmal? Na gut. Aber es ist doch schon wieder merkwürdig, oder? Da fehlt schon wieder jemand. Ich bin mal gespannt, was für eine Ausrede die Person diesmal hat. Dass sie nicht hier ist und hilft oder zuguckt und irgendwie Jubelschreie macht, um uns anzufeuern. Whoa, what's with the light show? Und bam. Sehr schön. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen sparen. Deswegen machen wir jetzt Kreuzfeuer. Aber wer hätte das gedacht, dass wir jetzt hier auf den schwarzen Ritter treffen? Ich hätte gedacht, wir würden wirklich meinetwegen Trolle zerstören oder keine Ahnung, irgendein Monster wieder. Aber den schwarzen Ritter hätte ich nicht gedacht. Ja, komm. Na komm. Geh in die Knie, schwarzer Ritter. Nee, nicht hier Windschlag, Flügelschlag machen. Oh nein, ich habe nur noch 18. Das ist ja echt nicht gut. Da muss ich jetzt sparen. Aber er ist ja auch gleich kaputt. Aufstieg, ja perfekt. Macht das Sinn, dieser Kampf? Macht das gerade Sinn? Eigentlich nicht. Who was that guy in the black armor? A magus. But unlike the other magi, he can turn into a knight. He murdered Balandor's king. Got it. Black Knight, bad guy. Well, you lucked out. I don't know how to thank you all. You saved me. The Black Knight saved you. Why would he do that? Well, I certainly don't know. But those ebon wings, that could only be Dinevis. Ebon wings? So you do know about the knights, huh? Yes, quite a bit. And now I've been rescued by one. That day must be drawing near. The day that Father feared so much. Huh? Yeah? Tell us more. Very well. But first, let's return to town. You see, when my father Medius died, he told me all about the secret of the Knights. As you know, the Knights are weapons of war, sprung from an ancient wisdom.
These ancients, their technology truly defies modern understanding. But as sophisticated as they were, the ancients still needed a fuel for their knights, something with which to power them. Fuel? A knight is like a suit of armor. It cannot act on its own. To move, to fight, each knight requires the power of a person's soul. What? So wait, we've been lending out our souls so that they can fight? Essentially, yes. A pact maker with the right qualities offers his soul, and the knight is transformed into the mightiest of warriors. The right qualities. Of course, the men who made these invincible weapons, they feared that the pact makers might turn on them. So they took an extra precaution. They used the souls of newborn infants to power the knights. Babies? Yes. The armor itself learns from its battle experience, and can then fight on its own. The soul is enough. It does not need a higher intelligence. The creators saw that if they used an infant's soul, still innocent, they could maintain complete control of their weapons. So they turn babies into killing machines? That's evil, man. What the hell? What kind of war was this? A long time ago, during what's known as the Dogma Age, two great forces struggled for control of the world. They were called Ishrenia and Athwan. Their fortunes waxed and waned, but neither could ever gain the upper hand. In a bid to finish the war once and for all, Ishrenia created the Knights, and just like that, the tides changed. Before long, Athwan stood on the brink of defeat. But the Athwani forces made one last desperate counterattack. At the price of many lives, they used sealing magic to entrap the Ishrenian Knights. Without their superweapons, the Ishrenians were overwhelmed by the Athwani spellcasters. Now, it was their turn to be pushed to the edge of defeat. However, before the Athwani could finish off their foes, they turned against themselves and their empire collapsed into civil war. Eventually, both civilizations, Ishrenia and Athwan alike, faded away. For all their sacrifices, neither side ever gained ultimate victory. In the end, their bloody struggle was all in vain. Interesting. And now the knights are free again. So it seems. The Dogma Age ended with no victor. However, the oracles of the time prophesied a final battle would be fought 10 millennia later. The souls of the Ishrenian Emperor Madoris and the Athwani Queen Murias would both re-emerge and settle their great conflict once and for all. And these prophecies, you think they're coming true now? I do. It's what Father feared more than anything else. So wait, maybe... is that why Medius put me in someone else's care? I'm sorry, but that answer will have to wait. Someone has been watching me these last few days. It's not safe for you to be here. We need to leave, and the sooner the better. Leave and go where? The place where this all began. Cinca Village. Cinca Village? You'll understand once you're there. About the Knights and more. We must hurry. Our only defense against the crisis Father feared is knowledge. I have to prepare for the journey. Meet me at the east gate of Balandor. Please, go now. Right. You haven't revealed who you really are. Well, it won't stay secret for very long. I didn't realize the Oh knights were that Mann, old. ich will endlich wissen, was für ein Geheimnis der hat, Mensch.
Das ist ja nicht auszuhalten. Das gibt's doch nicht. Jetzt ernsthaft. Das gibt's doch nicht. Und schon wieder ist Teaser in meinem Team. Und Shiva. Was soll denn das? Ich wollte mich doch fertig machen. Naja gut, ich werde das mal eben wieder umwechseln. Lalala. Denn wir brauchen die beiden jetzt echt nicht, ne? Wir wollen Eldor und Juli. Perfekt. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem neuen Part wieder von Knight Chronicles. Bis dahin. Tschüssi.